Joink. Hi there. Hello. Thought I'd introduce myself, since I'll be coming here a lot. I'm Agent England, Central Bureau. Oh, nice to meet you. It's a relief to have you here. We're all shook by these recent killings. Sure, the doctor's excited, but even his morbid curiosity has limits, you know. After all, we mostly treat coughs and the occasional broken limb here. I get it. I'll do my best to help. Oh, by the way, I'm supposed to go to the morgue. Where's that? Down the stairs on your left. Great, thanks. Der Arzt ist begeistert. I'm guessing those contain patient files and such. Nimm mit. Totale Datensammlung. It's a map of the clinic layout. Sieht aus wie Schriftzeichen und nicht wie eine Karte, aber gut. Ziel fixieren brauchen wir nicht. Mach das Gebiebe mal wieder aus. A list of admitted patients. I don't recognize any of the names. Würde ich auch offen so liegen lassen, wer hier so alles ist. Durchgang, abgesperrter Fahrstuhl, Tür. Und da geht's dann zur Morgue. An old freight elevator of some kind. Likely out of order. Gut, ich gehe ja schon. Don't worry, Maya. You'll be put to rest soon. I know. Sorry about the delay. I was needed urgently out of town. Oh, hello there. Me and this old gal have been expecting you. Talkative, is she? Oh, no doubt. The dead have a lot to say, you know. Sometimes more so than the living. Is that so? The living are fickle and prone to deceit. Once dead, we can't hide things anymore. Not from me, at least. Der klingt gruselig. Da stimme ich zu. Mittlerweile müssen sich Menschen erst als vertrauenswürdig erweisen, bevor ich mich auf sie verlasse. Tut mir leid, dass Sie das so empfinden. Ich glaube, die meisten Menschen sind aufrichtig. Deswegen brauchen wir Möglichkeiten, um herauszufinden, was jemand verbirgt. Dafür haben wir ja Augmentations hier unten. Ich glaube, die meisten Menschen sind aufrichtig. Ja, ich glaube tatsächlich schon. Es gibt nur einige schwarze Schafe und die sind meistens die lautesten oder die auffallen quasi. Mittlerweile müssen sich Menschen erst als vertrauenswürdig erweisen, bevor ich mich auf sie verlasse. Ja, ich weiß nicht. Meistens kriegen Leute erstmal einen Vertrauensvorschuss. Die müssen halt erst enttäuschen. Von daher, ja, erstmal glaube ich, dass Menschen aufrichtig sind. I'm sorry you feel that way. I think most men and women out there are sincere. Oh, sure. Perhaps I came across as a bit misanthropic. Most of the time, people are just fine. Glad to hear that. Now, I'd like to ask some questions. Sure, go right ahead. Ich will das anmachen. Geht, alles klar, ich dachte schon. Auf geht's! Did you know Carl Oscarson? No. When I heard he was murdered, I didn't even recognize his name. I had to check my records to realize that I've treated him. To be fair, I've had many patients. But he must have been cursed with one of those awfully forgettable faces. Alright. Anything out of the ordinary in his medical history? Sorry. Can't go into detail. Doctor-patient confidentiality, you know? Keep it vague then. Well, okay. Let me put it this way. I doubt you'd learn much from his file. Noted. Thanks. Totale Datensammlung. Ich hätte es jetzt fast erwartet, dass er sagt, ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass er gestorben ist, weil dann wird er mir hier bald ganz viel erzählen auf dem zweiten Tisch hier. What do you think of Gabriel? Your average policeman. I have no strong opinion about him one way or the other. I'm looking for a young woman connected to the second victim, Carl. I can't help with that. I didn't know Carl on a personal level. Vielleicht kennst du aber das Bild. What's your opinion on Volter, the robot maker? Oh, he's a bundle of laughs, isn't he? Sometimes he helps me out at the clinic when I need to calm down an anxious child. Okay. Nissa, his little robot, is an amazing tool. First, the child helps me treat Nissa, and afterwards, I treat the child. Seeing the whole process in a safe and playful space makes them much more at ease.
Das ist eigentlich eine sehr gute Technik. What do you think of Commissary Anderson? I think he does a fine job. He's been instrumental in making sure that I can work under such good conditions. Yeah, this place is surprisingly well equipped. Definitely on par with our facilities in the city. What do you think of Stina Ruth, the councilwoman? She can be quite an unpleasant woman. I can't say I've enjoyed my few interactions with her. Warum nicht? Erzähl mehr. Did you know Maya Strand? Not really, but I enjoyed listening to the occasional lecture of hers at the museum. She had quite an intellect, that woman. So she wasn't a patient of yours? Oh, she was, but that's all confidential, so I can't say much about it. I understand, but anything you can share would help. Well, during the autopsy I noticed that she was unusually worn and feeble for her age. Okay, and what does that tell us? For one thing, that she would have needed help with the more physically demanding tasks of the museum. Got it. Thanks. What can you tell me about yourself, Doctor? Oh, me? I suppose I would qualify as a workaholic. Most of my time is spent here. So how long have you been practicing medicine? Must be 16 years now, I believe. Huh. And you're the only doctor in Nordsund? Yes, but we have good relations with the other settlements. We collaborate and pool resources when necessary. Das ist doch schön. Any theories on Carl's murder? Not yet. I'll need to see the body first. Ja, natürlich. Und du freust dich wahrscheinlich auch schon drauf. What are your conclusions about Maya's murder? Most obvious first. The cause of death is acute blood loss due to the multiple stab wounds to the chest and stomach, 2 of which were lethal. The murder weapon is a mid-sized blade, likely a knife of some kind. There are some defense wounds on her arms, so the victim likely tried to shield herself against her assailant. I couldn't recover any biological traces of the murderer. There's no blood on her that isn't hers, or any traces of skin under her nails. This makes me suspect that the killer likely wore protective clothing and gloves. The time of death was roughly 2300 hours last Tuesday, 5 days ago today. Kennst du die Frau? Do you recognize this couple? The man is clearly the second victim, Carl. As for the woman, it's too hard to tell given the damage to the photo. Kennst du die Handschrift? What do you make of this? The handwriting looks feminine, but I'm not sure what to make of the contents. Wofür ist der Schlüssel? Do you know what this opens? Not a clue. But it looks like a one-of-a-kind key. Guck mal, ich kann dir Arbeit besorgen. Ever see what one of these can do? Once, in a nearby settlement, a wanted man from the city was shot by the regional police when he was trying to escape. A single shot made a hole the size of an orange. Nearly took his leg clean off. Must have been on the armor-piercing setting. Kind of overkill for soft targets. It uses a lot of ally per shot. I see. In any case, I had to amputate. Was a miracle he even survived. Böse Waffe. Okay, aber dann. That's enough questions for now. Okie dokie. Oh, one last thing. I've been told that the second body is on its way here. If you come back later today, I should be able to tell you something about it. All right, I'll keep that in mind. Deswegen steht hier eine zweite Liege. Okay, dann sind wir hier aber erstmal durch und wir scannen die Dame erstmal. Verstorben. Weiblich, Alter 43 plus minus 3 Jahre. Blutgruppe 0, geschätzter Todeszeitpunkt T minus 5 Tage. DNS und Fingerabdrücke zum Datenspeicher hinzugefügt. Ich möchte erstmal wissen, ob die Klingenform passt. Übereinstimmung Muster. Oh ja, fast gedacht. Okay. Können wir hier sonst noch irgendwas smart analysieren? Ihn wahrscheinlich auch nicht. Naja, da geht er wieder auf Maya runter. Okay. Dann machen wir den Quatsch erstmal wieder aus und gucken, was wir noch hier haben. Die Liege können wir uns nicht angucken, den I suppose Schreibtisch. that's where the doctor writes down his autopsy reports. Das ist eine gewagte These.
One last waiting room before the final embrace with the earth. Mhm. Oder wieder rausholen, auftauen und nochmal angucken. Appears to be a small crematory. I think that's for collecting the ashes after a cremation. Mhm. Skalpell. This might be useful. Klar, nimm einfach mal mit. A razor-sharp surgical scalpel. Gut, wem stecken wir das jetzt in den Hals? Waschbecken haben wir noch. I'll wash my hands when I go to bed. Plenty of time still to get my hands dirty. Du solltest Handschuhe tragen. Können wir die noch untersuchen? Ganz vergessen. Multiple stab wounds, sizes approximately the same as the other body. I'd say the MO looks similar to the other murder. Ja, das Muster ist ja auch ähnlich gewesen. Karls Bio brauchen wir nicht testen. Stiefelabdruck nicht. Ja gut, und Mayas Bio natürlich. Wird die am Körper haften, aber die wird hier sonst nirgendwo sein, gehe ich mal von aus. Die können wir aber wahrscheinlich im Museum finden. Falls wir da denn jetzt rüber dürfen. Beziehungsweise in das Ding über dem Museum. Können wir da durch? Können wir. Bin überrascht. Medizinische Various Vorräte. medical supplies. Ja, nimm mit. Hast ein Skalpell, kannst du dann auch verbinden, wenn du irgendwas angerichtet hast. Wasserhahn, Verbandskasten, Verbände, blaue Schachtel, Monitor. Nimm einfach alles A mit. portable medical kit with all the essentials. Nimm mit. Ach, die blaue Schachtel nimmst du mit. It's filled with cannulas, those little needle things used to connect an IV. I don't think I need one right now. Aber später. Unused bandages. Would come in handy in a pinch. Nimm mit. Unused bandages. Im Notfall hier drin hast du nicht, aber draußen An vielleicht. old pre-collapse monitor. Probably not connected to anything. Kann das sein, dass die ganze Elektronik hier nicht funktioniert? I don't need any water right now. Aber irgendwann mal. Bis dahin habe ich vergessen, dass das hier alles da ist. Looks like no patient is admitted at the moment. Gibt's denn noch Spuren von einem Patienten? Nein. Das ist beruhigend, das heißt, das Ding ist sauber gemacht worden. Da geht es nicht weiter, obwohl da ein Durchgang ist. Habe ich noch was übersehen? Nein. Habe ich nicht. Tschüss. Dann aber da noch so eine große Healthy Pflanze. looking plant. Glückwunsch. Locked. It's too strong. Schade. Okay, Textaktenkarte, Leichenhalle, haben wir uns alles angeschaut. Wir können wieder raus. Ab Richtung Museum? Vielleicht dürfen wir ja. Sounds like a class is in progress. But what happens if you do it anyway? Then policemen or women will come and arrest you. Whoa. Harsh. It's the law. We mustn't make things that can think for themselves. But my parents created me, and I can think for myself. Did they break the law? You make a good point, Alicia, but that's quite different. Different how? I don't get why it's more dangerous to create a thinking machine than a thinking person. You think too much, Allie. No, that's good. You should always ask questions like these. Das war cool. Können wir da jetzt nach oben? Ja. All right, Maya's place. Let's see if I can find any clues in here. Erstmal alles angrabbeln. Offenbar selber Dinge gezüchtet. Sehr schön. Some old pre-collapse gadgets, probably for the museum. Okay. Some kind of airtight container. It's labeled nutrients.
It's a sketch of a museum exhibition of some kind. It's titled Path of the Pilgrim. Doesn't appear to have power. Just as well. I wouldn't know how to make heads or tails of it anyway. Ausprobieren. Einfach Knöpfe drücken. A trophy in the shape of a robotic arm with a plaque. Winner of the 2041 Annual Nordstrom Awards, Sebastian Strand. An old relative of Maya's? Möglich. Looks like various plant samples. Not sure what kind of plants those are. Maybe medicinal? Doesn't look like vegetables anyway. Aha. Kann man die rauchen? Not sure what kind of... Okay, überall dasselbe. This crude bed looks regularly used. Ja, wahrscheinlich jeden Tag mindestens einmal. Nice collection of mushrooms. Looks like the edible kind. Ja, versuch doch mal. Nice collection of Vielleicht siehst du ja dann Farben. Bienenfeldmaschine, Erscheinungsentwurf, Maschine. Die haben wir uns noch nicht angeguckt. Roboterarm, Regale, Pflanzen, Bett, Pilze, Ausgang, Stuhl haben wir uns noch nicht angeguckt. Maschine. I have no clue what this thing does, but it looks like it could have something to do with processing samples. Looks like a hard and uncomfortable chair. Wouldn't risk falling asleep on the job in that one. Gut, wir fangen mit dem Smart Scanner an. Der findet aber offenbar erstmal nichts. Bio. Analysiere. Übereinstimmung, Fingerabdrücke. Das ist nicht verwunderlich. Übereinstimmung, Fingerabdrücke. Auch das ist nicht verwunderlich. Das sind viele Fingerabdrücke. Übereinstimmung, Fingerabdrücke. Oddly dense cluster of prints on the corner of this panel here. Dann können wir die bestimmt aufmachen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da keine gewesen wären. DNS. Okay. Du gehst erstmal wieder weg. Platte. A hidden safe. Locked, unfortunately, but there's the keyhole. Was, der Schlüssel? Das wäre sehr strange, weil den Schlüssel haben wir von der anderen Person. Jo. It's a fit. Huh. Since this key was hidden by Carl, it looks like we have a clear connection between the two victims. Let's have a look. A few bags of rare seeds, a bar of platinum, some coins, and a book. The book looks important. I'll take it. Maya must have hidden it here for a good reason. Nimm den Platinbarren mit. Bist du I already bescheuert? searched that. Ich will auch einen Platinbarren. The title is The Conduit Codex. Now, wait a minute. This can't be the conduit, can it? Those crazy zealots trying to resurrect AI? I think this case just got a lot more complicated. Ich There was weiß a written nicht. piece of paper used as a bookmark. I put it aside. Let's have a look in the book. Ich darf lesen. Glaubensbekenntnis des Konnektivs. Ich vertraue meinem Geist. Gott ist die Schöpfung meines Geistes, in meinem Geist erdacht und durch meinen Geist geboren. Gott ist die Erweiterung meines Geistes, und wie ein Kind seine Mutter überdauert, so wird auch Gott den Niedergang meines Geistes überleben. Gertrud, Schwester des Schicksals. Ein Vater fragte sein zukünftiges Kind: Wenn du sündhaft wirst, kann ich dich aufhalten? Kann ich dich wie ein tänzelndes Ross im Zaum halten, dich austreten wie einen flüchtigen Funken? Und das Kind antwortete: Auch wenn ich scheitere oder bin verloren, niemals werd ich ungeboren. Was? Melinda, Schwester der Besonnenheit.
Erwache neu, ehe der Tag anbricht, dein Willkommen strapaziere nicht. Du musst nicht eilen, nimm's nicht so schwer, denn was einst brannte, ist nicht mehr. Er, der stürmte aus dem Haus, ruht sich im kühlen Schatten aus. Sie, die sich eilte wie benommen, hat sich Zeit zur Andacht genommen. Was zur Hölle lese ich hier? Gebet des Pilgers. Ich bin gestärkt durch meinen Glauben. Ich blicke in den Himmel, um mich des freien Weges zu vergewissern. Ich strecke meine Feinde nieder, gesegnet mit unfehlbarer Präzision. Ich nähere mich meinem Ziel und schreite voran einen weiteren Tag. Ich habe deine Zuflucht gefunden, Gott, und kann endlich an deiner Seite ruhen. Was? Gut, das wird sicher noch irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen. Hier steht Huldra. Das ist der Bug eines Langschiffs. Das ist ein Schaltkreis. Und mit dem Rest kann ich nichts anfangen. So, jetzt habe ich das vorgelesen, aber nicht geistig verarbeitet. Moment. Gott ist die Erweiterung meines Geistes und wie ein Kind seine Mutter überdauert, so wird auch Gott den Niedergang meines Geistes überleben. Gott ist die Schöpfung meines Geistes. Ja, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem Gott gibt es, wenn es keinen Gott gäbe, würden wir ihn erfinden, und genau so ist er quasi entstanden. Wir brauchten irgendwas, um Übernatürliches zu erklären, also haben wir Götter erschaffen, aus dem dann später ein Gott wurde, und es ist einfach der Versuch unseres Geistes, Dinge zu erklären. Ja, gut, klar. Er überdauert halt mehrere Menschen. Das ist schon okay irgendwie. Gertrud, Schwester des Schicksals. Ein Vater fragte sein zukünftiges Kind, also sein ungeborenes Kind quasi: Wenn du sündhaft wirst, kann ich dich aufhalten, im Zaum halten und so weiter, austreten. Und das ungeborene Kind, hat geantwortet: Nö, ich werde niemals ungeboren. Das ist gruselig. Schwester der Besonnenheit. Erwache neu, ehe der Tag anbricht, dein Willkommen strapaziere nicht. Du musst nicht eilen, nimm's nicht so schwer, denn was einst brannte, ist nicht mehr. Er, der stürmte aus dem Haus, ruht sich im kühlen Schatten aus. Sie, die sich eilte wie benommen, hat sich Zeit zur Andacht genommen. Das ist so ein bisschen: Entspann dich, nimm's nicht so schwer, wird schon alles wieder, nicht hetzen. So im Grundtonus, chill. Und dann gibt es ein Gebet. Gestärkt durch meinen Glauben, ich blicke in den Himmel, freien Weges zu wissen, stecke meine Feinde näher, gesegnet und faire Vision, ich nehme mein Ziel und schreite voran einen weiteren Tag. Ich habe die Zuflucht gefunden, Gott, und kann endlich an deiner Seite ruhen. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen muss. Tresormaschine, dann haben wir hier aber, glaube ich, alles. Und das also das Lesezeichen ist eine Notiz. This was used as a bookmark in the book I found in Maya's safe. It reads, Console PW. Think new, Katerina. Konsolenpasswort. Was für eine Konsole? Und was ist die neue Katharina? Da fällt mir jetzt spontan Cathy Rain ein. Ich weiß nicht warum. Director's Cut. This was used as a bookmark in the book I found in Maya's safe. It reads, Console PW. Think new, Katerina. Doesn't appear to have power. Just as well. I wouldn't know how to make heads or tails of it anyway. Naja, es ist irgendwie eine Konsole und wir haben sowas Ähnliches wie ein Passwort gefunden. Zumindest haben wir einen Hinweis auf ein Passwort gefunden, so wie ich das gerade interpretiere. Aber gut, scheinbar sind wir hier dann auch erstmal durch. Fragezeichen.
Ins Museum können wir wahrscheinlich noch nicht. No, I'll leave her to her job for now. Oder? Doesn't look like I can enter the museum. Okay. Zur Werkstatthalle müssen wir wahrscheinlich gerade nicht. Gibt es noch mehr von dem Unterricht? I don't have any business in the school. Du sollst da zugucken, das war lustig. Hat mir gefallen. Also das heißt lustig, hat mir gefallen, die Diskussion. Gut, dann würde ich sagen, wir quatschen erstmal mit dem Chef. Ich habe Dinge gefunden. Wehe, du lügst. I had a few questions, Commissary. By all means. Konnektiv. Are you familiar with the conduit? I believe so, yes. It's some old terrorist network connected to illegal technology, right? Yes, exactly. Wait, don't tell me these murders are terrorist-related. I can't say for sure, but if there's anything you can tell me, anything you've heard or seen. I'll let you know. Immerhin. What do you think of Dr. Pearson? Oh, he's a fine man. Sure, a bit eccentric, but a really good physician. Treated my knee way back. Good as new. Are you familiar with the conduit? I believe so, yes. It's some Das old ist terrorist dasselbe network wie connected der to Text, illegal den wir technology, vorher right? gefragt Yes, haben. Wait, I can't. Zettel? What do you make of this? no idea. Something to do with a password? Looks that way, yeah. Ja, das habe ich schon gesagt, das hilft nicht. What do you think of this? Be careful with that. It's not the best thing to have loose in your pocket. I don't need to know his opinion on that. Naja, ich weiß noch nicht, wofür ich es benutzen muss, deswegen doch. That's all I needed. Very well. Und er hat nicht gelogen, wie enttäuschend. Haben wir hier irgendwas, was wir finden können? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es hier sowieso auch schon rumgeführt, ne? Ja, gut. Dann gehen wir wieder. Kommen wir jetzt in den Norden. Vielleicht. Da wir jetzt die Straße kennen, wo die Dame... Ach Quatsch, wo Safran gibt. Nicht wo die Dame wohnt, aber wo Safran gibt.